Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine Vanille-Buttercreme-Rosentorte und ich persönlich finde, Buttercreme kann sehr lecker sein, wenn man ein paar Schritte beachtet. Es kann aber auch schnell nach hinten losgehen und dann kann Buttercreme auch einfach nur butterig und schwer schmecken. Ich zeige euch heute, was für Tipps und Tricks ihr beachten müsst, damit es einfach richtig lecker wird. So, dafür habe ich jetzt hier zuallererst meine Butter, die sollte zimmerwarm sein. Ich habe sie jetzt vor ungefähr 3 Stunden hier einfach auf die Arbeitsfläche gelegt und das genügt auch schon. Sie darf auch nicht zu flüssig sein, also gerade im Sommer müsst ihr aufpassen und das sollte einfach wirklich nur schön streichzart sein, sage ich mal. So, und die Butter gebe ich zusammen mit Salz und Vanilleextrakt, das wird ja eine Vanillebuttercreme, in meine Rührschüssel der Küchenmaschine. Ihr könnt aber auch alternativ gerne euer Handrührgerät benutzen. Allerdings schlagen wir sie heute wirklich sehr lang. Daher finde ich, ist eine Küchenmaschine dann immer am besten geeignet. So, jetzt könnt ihr hier ganz gut erkennen, ich habe das insgesamt über 8 Minuten geschlagen und das in der Küchenmaschine. Mit dem Handrührgerät kann es sein, dass ihr da 1-2 Minuten länger braucht und achtet dann auch drauf, ob es, meistens ist es ja so, dass ihr dann Kurzzeitbetrieb habt, also könnt ihr dann das Handrührgerät nur 2 Minuten lang nutzen, müsst dann wieder warten und dann wieder 2 Minuten mixen. Also achtet da einfach drauf, damit ihr euch später nicht ärgert. Und ich wollte euch gerne auch noch mal zeigen, wie jetzt der Farbunterschied ist. Dafür habe ich hier nochmal unaufgeschlagene Butter gerade aus dem Kühlschrank geholt und zeige euch im Vergleich daneben unsere aufgeschlagene Butter. Da sieht man auch schon den Farbunterschied und genau so muss sie eben sein. Und jetzt geben wir Puderzucker noch mit dazu. Fertig. Lecker. Vanillig. Echt gut. Ich habe auch noch ein bisschen Sahne hinzugefügt. Das dient einfach, damit die Textur noch cremiger wird. Ich schreibe euch alle ganz genauen Mengenangaben hier unten in die Videobeschreibung. Und falls ihr denkt, boah, das war eine ganz schöne Menge an Puderzucker. Ich glaube, wenn jetzt hier ein Amerikaner zugucken würde, der würde sagen, da muss noch viel, viel, viel mehr rein. Denn in amerikanischen Buttercremes kommt meist mehr als die doppelte Menge an Butter rein. Und einerseits braucht man das natürlich für den Geschmack und andererseits auch für, damit es schön fest ist, also wirklich für den Stand. Und daher können wir, also ich kann zwar Puderzucker reduzieren, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt und das habe ich hier schon extrem, also wirklich in extremer Form reduziert und ich finde es so wirklich sehr lecker, sehr vanillig. Natürlich ist Vanilleextrakt ausschlaggebend, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Zitronenbuttercreme möchtet, dann könntet ihr auch so ein bisschen Zitronensaft geben oder noch besser den Schalenabrieb einer Bio-Zitrone und jetzt ist auch die Textur für mich einfach perfekt. Ich gebe das jetzt ganz kurz an die Seite. Was ich nämlich auch schon vorbereitet habe, ihr kennt ja meine Basics auf meinem Kanal, ist ein Schokoladen-Biskuitboden und das ist dann der perfekte Ausgleich zur Buttercreme, weil der Boden eben sehr, sehr, sehr locker leicht ist.
Meinen Schoko-Biskuitboden habe ich übrigens in einem Tortenring mit 20 cm Durchmesser gebacken. Da habe ich die gleichen Zutaten und Mengenangaben genommen. Er brauchte allerdings 3 Minuten länger, aber ich schreibe euch sowieso alles Wichtige unten in die Videobeschreibung. Grund war einfach der, dass ich die Böden gern so ein bisschen dicker hätte bei der Torte. Und jetzt gebe ich den ersten Boden einmal auf eine schöne Servierplatte. Ich gebe da jetzt meinen Tortenring nochmal drum herum. Das hilft einfach, dass ich das halt schön gerade schichten kann. Natürlich geht es auch ohne, denn wir entfernen den gleich sowieso direkt wieder, aber es ist einfach eine kleine Stütze. Ich gebe der Torte innen jetzt noch so ein bisschen Pep, indem ich Himbeerkonfitüre nehme, um die Böden zu bestreichen. Die könnt ihr gerne kurz in der Mikrowelle erwärmen, dann lässt sie sich besser auf dem Boden verstreichen. Anschließend gebe ich noch frische Früchte mit dazu und ihr seht schon, der Boden ist sehr frisch und daher krümelt der auch ganz schön. Daher ist es jetzt super wichtig, wenn ihr ganz oben angekommen seid, einmal eine dünne Schicht Buttercreme auf die Oberfläche zu geben. Das dient einfach der Krümelbindung und dass unsere Rosen später auch besser halten. Jetzt ohne Kühlzeit etc. nehme ich auch schon den Tortenring ab. Dann nehme ich meinen Backformlöser, einfach drum herum fahren, abnehmen und dann auch außen richtig schön dünn mit Buttercreme bestreichen, damit wir die Krümel eben binden. Und anschließend wird die Buttercreme eingefärbt. Jetzt habe ich die Torte rundherum eingestrichen und sie muss auch gar nicht so schön und perfekt eingestrichen werden, denn das alles sieht man gleich sowieso nicht mehr. Jetzt nehmen wir uns die restliche Buttercreme, aber nicht so viel, also immer nur das abschöpfen, was ihr für eine Schicht braucht. Ihr könnt das ab der zweiten Schicht auch sehr gut einschätzen, aber hier eine Richtlinie. Ich nehme mir jetzt so ungefähr 5 Esslöffel, vielleicht 6 Esslöffel von der Buttercreme weg und färbe sie schon mal ein. Das, was übrig bleibt, könnt ihr später nochmal mit heller Buttercreme vermengen, denn das Ziel ist es, erstmal eine Rosenreihe zu spritzen mit einer Sterntülle und zwar, dass die unterste quasi ganz rosa ist und dann nach oben hin immer mehr ins Rosé geht. Ich persönlich finde immer, dass vom Farbverlauf her unten die satten Farben sein sollten. Das könnt ihr natürlich auch entscheiden, wie ihr möchtet. Ihr könntet auch statt rosa jetzt blau, grün, lila und sonst was nehmen. Das ist einfach nur eine Inspiration für euch. Also damit ich verstehe, du spritzt Rosen mit einer Sterntülle. Ich spritze Rosen mit einer Sterntülle auf. Es gibt auch Rosentüllen, aber ich finde optisch... Also gute Frage von mir. Ja, finde ich auch mega. Also es gibt halt auch Rosentüllen, aber mit einer Sterntülle habt ihr es optisch einfach hübscher, gerade bei so Torten, wenn ihr die an den Rand spritzt. Aber wir gucken gleich mal, ich zeige euch das. Das ist jetzt Lebensmittelfarbe und zwar sind das Gelfarben. Ich finde, damit kann man immer am besten einfärben. So, fertig ist die Rosentorte. Ich finde sie extrem hübsch und wenn wir mal ehrlich sind, ist es auch extrem anfängergeeignet, denn die Buttercreme ist in nur 10 Minuten zusammengerührt und die Torte insgesamt, ich würde mal sagen, wenn man sich Zeit lässt und ein bisschen trödelt, dann ist sie in unter 2 Stunden komplett fertig. Das Coole ist, dass die jetzt gekühlt extrem lange hält. Dadurch, dass die Buttercreme jetzt auch quasi den Boden so ein bisschen konserviert, hält die Buttercreme im Kühlschrank
5 Tage lang. Das heißt, ihr könnt 5 Tage lang daran essen oder sie auch gut vorbereiten. Und ich rate euch, wenn ihr sie dann serviert, nehmt sie eine halbe Stunde vorher aus dem Kühlschrank. Ihr müsst wissen, dass die Buttercreme im Kühlschrank fest wird. Also nicht hart, sondern fest. Und wenn ihr sie dann eine halbe Stunde vorher rausnehmt, ist es perfekt. Ich würde sagen, ich persönlich verabschiede mich schon mal von euch. Wer für Hamzas Taste Test dranbleiben möchte, ich bin auch super gespannt übrigens, wie du den geschmacklich findest, der kann gerne dranbleiben. Und ansonsten würde ich sagen, ehrlich, ich mag Eisa keine Buttercreme. Das stimmt. Boah, Hamza mag eigentlich keine Buttercreme. Okay, Hamza ist immer ehrlich. Wir sind gespannt. Ich an der Stelle sage schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Kiki. Okay, wir haben es jetzt einen Tag lang im Kühlschrank kühlen lassen und ich finde auch, dass es dann so ein bisschen besser durchzuschneiden ist. Jetzt steht er schon seit einer halben Stunde hier, Hamza hat schon Bilder gemacht und jetzt bin ich mal gespannt. Eigentlich wollte ich dich alleine probieren lassen. Ich glaube, selbst wenn du die fotografiert hast, das wäre trotzdem hübsch geworden. Ja, das glaube ich auch. Die Torte ist sehr, 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 sehr schön. Die ist wirklich sehr schön, aber es kommt nicht nur aufs Äußere an. Aha, die inneren Werte zählen. Die inneren Werte zählen noch mehr. Inneren Werte. Ich wollte es nochmal betonen. Ja, Werte. Ich bin so gespannt. Und bitte sei ehrlich, sag nicht nur, weil ich es gemacht habe, oh, toll und so. Aber das bist du ja immer. Okay, ich probiere erstmal hier oben. Ja. Die erste Etage. Ja. Okay, da war auf jeden Fall eine Blaubeere mit drin. Jetzt mit Himbeeren zusammen. Erstmal möchte ich wissen, schmeckt es butterig? Schmeckst du richtig die Butter raus? Oder wie ist Leicht. das? Leicht? Okay, Leicht. so ist es auch gewollt. Man schmeckt auch ein bisschen den Purzucker raus. Ich finde, man schmeckt den Buttercreme, also die Buttercreme auf jeden Fall raus. Logisch, ne? Wie gesagt, ich bin kein Buttercreme-Fan, aber untere Note, dadurch, dass es unten so fruchtig ist, irgendwie gleicht das aus, finde ich. Genau. Also wenn wir jetzt keine Früchte drin gehabt hätten, wäre es, glaube ich, zu öde. Ja. Genau. Aber an sich... Ja, der Boden ist sowieso, der Boden ist Hammer. Also es ist halt wichtig, dass man mit den Komponenten spielt, dass man jetzt nicht so einen schweren Boden nimmt und dann noch irgendwie Schokolade statt Früchte mit reinnimmt. Ja, ich gönne mir jetzt auch ein Stück zum Kaffee. Ich muss auch sagen, an der Stelle, das ist ein sehr schwerer Kuchen, merke ich gerade. Ja. Also es ist ja Buttercreme. Mehr als ein Stück wird man auch, glaube ich, gar nicht das schaffen. wird auf jeden Fall reichen. Okay. Willst du probieren? Ja, gerne. Und? Wie feiern wir unser Valentinstag? Weiß ich gar nicht. Was machen wir am Valentinstag? Ja, was soll man denn machen? Das ist doch man kann hier nicht raus. Ich denke mal, wir gucken einfach abends einen schönen Film. Ja, auf jeden Fall. Irgend so ein Horrorfilm, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir verabschieden uns und macht's nach. Sehr, sehr schön. Für die zum ersten Mal backen, ist es eigentlich sehr anfängerfreundlich. Ja, definitiv, ja. Überrascht euren Liebsten, euren Partner, eure Mama, eure Papa, egal wen. Sehr, 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 sehr schön. Hast du schön gesagt. Das waren schöne Schlussworte von dir. Ja. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken und hoffe, dass ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Bei 3, okay? Okay. 1, 2, 3. Tschüss! Eure Kiki! Euer Hamza! Ich muss immer so hohe Stimme machen, wenn ich das mache. Wieso? Ja, das gehört dazu. Eure Kiki! So Leute, draußen stürmt, wir essen Kuchen. Peace and out. Ja.